Holla, ihr lustigen Erdlinge, Nana Sturm hier auf dem Kanal Matriwissen. Und ja, ihr habt vielleicht die letzten Folgen bemerkt, wir haben da ab und zu mal so eine Karte gesehen. Ja, diese Karten, was ist denn das nun? Wo kommen die denn plötzlich her? Was soll denn das? Wer hat denn das und überhaupt? Jetzt hier kriegt ihr die Antwort auf diese Fragen. Und zwar sind das Karten, die hat die Dagmar Lilly Margonsdotter entwickelt. Und ja, so ein ganzer großer Stapel ist es. Das sind 64 Karten. Und zwar gehen die zurück auf 8 Thesen zu matriarchalen Grundsätzen oder also zu grundsätzlichen matriarchalen Geisteshaltungen. Diese Grundsätze oder diese Thesen hat Gerda Weiler aufgestellt durch viel Forschung und Austausch auch mit anderen Forscherinnen natürlich. Ja, genau. Und diese 8 Sätze, diese 8 Thesen, die möchte ich euch jetzt hier heute nochmal vorstellen. Wir haben schon mal darüber geredet und ich habe die euch auch schon mal vorgelesen in dem Zusammenhang mit dieser CD. Und das sei wirklich heute jeder nochmal empfohlen. Über den Verein Matriaval könnt ihr diese CD bestellen, wo Gerda Weiler selber diese Thesen erklärt. So, und hier bei diesen Karten, da gibt es also zu jedem der 8 Grundsätze dann nochmal 8 Karten, wo also immer noch ein Satz darunter steht, so wie ihr also das schon kennt. Ne? Ich möchte es würdig sein. Ich schenke und erwarte Respekt. Genau. Bevor wir auf diese 8 matriarchalen Thesen eingehen, will ich ganz kurz euch was von Oshama Daisuke vorlesen aus dem Matrikulum einer Matriaval. So, und zwar gibt es hier den Matrisatz 10. In der Besinnung auf matriarchales Bewusstsein verändern wir uns selbst und wandeln die Welt. So, und sie beschreibt hier Materialien für den Wandel. Unsere Erfahrung sagt, wenn wir uns von ganzem Herzen eine gewandelte Gesellschaft wünschen, so nähern wir uns diesem ersehnten Ziel wohl auf eine gute Weise, indem wir uns stetig mit dem befassen, was diese Gesellschaftsform, zu der wir hinstreben, ausmacht. Dabei schauen wir gleichzeitig auf uns selbst, ein ganz grundlegender Schritt für Wandel. Da wir alle an Patriarchose leiden und diese Krankheit unglücklicherweise auch ansteckend ist, gilt es umso mehr, dem einiges entgegenzusetzen. Lasst uns schauen, welches Kraut gegen diese Kollektivkrankheit gewachsen ist. Eine Sorte von Kräutern sind zum Beispiel Materialien. Bewusstsein, das materialisiert ist, Handfestes, das wir immer wieder hervorholen können und an dem wir uns dann mit anderen zusammen, die auch die Patriarchose überwinden wollen, erbauen, spielerisch, ernsthaft und stetig. Hoffnung besteht, dass damit matriarchales Bewusstsein wie von selbst über unser sogenanntes Unterbewusstsein wieder ins allgemeine Bewusstsein gerät. Ja, und das ist halt ein Beispiel. Diese Karten sind halt Materialien. Die These Nummer 1 ist, matriarchale Menschen unterscheiden nicht nach Gut und Böse. Matriarchale Menschen unterscheiden nicht nach Gut und Böse. Von welcher Sache denkst du heute, dass sie gut sei? Fragt Dagmar hier und das plattdeutsche Sprichwort führt sie an. Wat den een sein Uhl, ist den anderen sein Nachtigall. Also matriarchale Menschen unterscheiden nicht nach Gut und Böse. Powo, ja, das ist gleich also so ein Satz, da finde ich, kann man sich unheimlich dran abarbeiten. Das ist gar nicht so leicht, das wirklich zu durchgründen, das wirklich zu verstehen, weil wir haben natürlich hier in dieser Gesellschaft was ganz anderes gelernt. Dass es da also ein Gut und ein Böse gibt, das haben wir alle irgendwie verinnerlichen gelernt. Da sind wir, ja, da gehen wir alle, so gehen wir durch die Welt. Was mir hilft, um diesen Gedanken zu verstehen, das ist so diese Idee von der Balance. Ja? Gesellschaft in Balance, so bezeichnen wir ja auch die matriarchalen Gesellschaften. Und für diese Balance ist halt alles wichtig, sind beide Seiten wichtig. Da kann man auch immer wieder drüber lesen, dass es also wirklich da ausgeklügelte Techniken gibt in matriarchalen Gesellschaften. Wenn ich in Balance sein will, dann brauche ich das und das. Und dann
ja, macht es natürlich keinen Sinn, eine Seite abzuwerten. Also matriarchale Menschen unterscheiden nicht nach Gut und Böse. Dann kommen wir zu dem zweiten Satz, ganz wichtig. Aggression ist eine konstruktive Potenz, zum Wohle aller in den Lebenszusammenhang integriert. Also hat Gerda Weiler gesagt. Aggression ist eine konstruktive Potenz, zum Wohle aller in den Lebenszusammenhang integriert. Und von Gerda Weiler ist ja auch dieser legendäre Satz, matriarchale Menschen greifen die Lebensaufgaben an und nicht den Feind. Ja, also die Lebensaufgaben. Da ist etwas zu tun, da ist etwas so, wir brauchen alle Energie, wir gehen da auf etwas zu. Es ist interessant, weil Gerda Weiler auch darauf hinweist, dass aggredior im Lateinischen, also erstmal wirklich auf etwas zugehen oder halt wirklich etwas beginnen, ja, dass das die ursprünglichen Bedeutungen sind und erst in späteren Schichten kommt dann die Bedeutung dazu, also von wegen feindlich auf jemanden zugehen, jemanden angreifen. Das sind tatsächlich dann schon ja, neuere Bedeutungsschichten. Das ist ja oft ein Problem mit dieser Aggression, dass dann halt wirklich gesagt wird, wir sind halt so, wir sind halt mörderische Barbaren. Nein, das sagen die Leute nicht mal. Die Leute sagen, ja, Aggression gehört halt zum Leben dazu. Und leiten daraus dann aber ab, dass es halt dann uns halt nur gegeben ist, mörderische Barbaren zu sein. Und das Denken ist barbarisch, allerdings so. Weil ja, also Aggression gehört zum Menschen dazu, das ist richtig. Aber es gibt da wirklich diverse Möglichkeiten, Aggression konstruktiv einzubringen. Heute gehe ich auf eine Person zu, die ich beneide. Sie könnte eine Lehrerin für mich sein. Aggression war das. Matriarchale Macht beschränkt sich auf innewohnende Seinsmacht, ohne machthaberisch zu sein. Ja, das hatten wir eben schon mal bei der Beispielkarte. Hier schreibt sie jetzt dazu, ich kann etwas, das ich heute der Gemeinschaft und meinen Mitmenschen schenken möchte. Es geht nicht darum, Macht über etwas zu haben, sondern es geht darum, in seiner eigenen Kraft zu sein. Sich selbst zu vertrauen, da haben wir das wieder, ja, also wirklich bei sich zu sein und aus diesem Selbstverständnis von sich selbst, aus diesem sich selbst spüren, da kommt die innewohnende Seinsmacht her. Und ich möchte euch dazu nochmal erinnern an das Buch von Irene Fleiß, weil genau zu dem Thema Macht und also diese Unterschiede im Patriarchat und im Matriarchat, das ist hier ganz, ganz schön aufgeführt. Einfach nur nochmal der Hinweis, besorgt euch das, lest es. Es lohnt sich. Wir kommen hier zu Karte Nummer 4. Matriarchale Menschen passen sich ihrem Lebensraum an. Und während Dagmar hier schreibt, wie umarme ich die Jahreszeit heute, hat Gerda Weiler vor allem damit verbunden auch das Wachstum der Menschheit. So. Es wird ja ganz oft, diese früheren Gesellschaften werden als Wachstumsgesellschaften, also Fruchtbarkeitsgesellschaften bezeichnet. So, es wird so getan, als hätten die mit all diesen Figuren der Frauen, die halt mit großen Brüsten und Bauch und Po einfach Fruchtbarkeit symbolisieren, als hätten diese Leute damals nichts anderes im Kopf gehabt als Vermehrung. Und das ist natürlich Blödsinn, also so dieses Wachstum, was so betont wird, das ist ja jetzt, hier und heute in dieser Gesellschaft der Fall. Das war früher gar nicht so. Die haben nicht mehr Kinder bekommen, als ihr Umfeld ernähren konnte. Wir leben heutzutage mindestens ein halbes Jahr auf Kredit. Es gibt ja immer diesen Tag im Jahr, wo dann halt irgendwie ausgerechnet ist, so, also das, was regeneriert wird von der Erde, das ist jetzt verbraucht und dann verbrauchen wir aber einfach fröhlich weiter. Das heißt, wir zerstören die Erde, die eigentlich ja irgendwie um ihrer selbst willen erstmal schon mal geschützt werden sollte. Einfach aus Respekt vor diesem ungeheuren Organismus, vor dieser Lebenskraft, die da manifestiert ist. Vor unserer Mutter, die uns alle trägt und nährt und hervorbringt und also... Wer mit solchen Vorstellungen nichts anfangen kann, der sollte doch aber bitte wenigstens an seine Kinder und seine Enkel denken, weil was wir hier gerade veranstalten, ist sehr, sehr unfair. Es gibt
eine Geschichte über die Fremdarbeiter in Ägypten. Dann war das Pyramidenbauen beendet, sie wurden nicht mehr gebraucht. Es war also eine Situation, wo plötzlich viel zu viele Leute da unbeschäftigt rumstanden. Und Gerda Weiler sagt dazu, er zitiert den Satz, und die Frauen verweigerten das Gebären. Wir müssen insgesamt, also wenn wir, passen sich ihrem Lebensraum an. Dazu gehört auch, dass wir überhaupt mal wieder denken, lernen, uns zu verkleinern. Wir kommen halt aus dieser Wachstumsgesellschaft, wo uns beigebracht wurde, es muss immer exponentiell nach oben gehen, es muss immer höher, schneller, weiter. Und das haben wir gelernt gleichzusetzen mit besser, was Blödsinn ist. Ja, wir sehen ja, das ist ja mittlerweile ein viel zu viel und wir haben alle 1000 Sachen, die wir überhaupt nicht brauchen. Und da also lernen, wieder zu denken, sich auch mal zu bescheiden und auch mal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht nicht immer nochmal was Neues zu kaufen, sondern das Alte auch mal zu reparieren. Und wenn man kauft, dann aber auch darauf zu achten, dass es ökologisch und fair gehandelt ist. Ja, das ist dann vielleicht ein bisschen teurer, nicht unbedingt immer, aber so. Dann zahlt halt mehr Geld, kauft dafür weniger. Also das sind alles so Sachen, ja, da müssen wir irgendwie lernen, uns nochmal wieder ein bisschen zurückzunehmen. Und hier geht es jetzt aber weiter mit der matriarchalen These Nummer 5, und zwar: Matriarchale Menschen erforschen die Natur nicht, um sie zu beherrschen, sondern um sich ihr anzupassen. Eine komische oder eine kosmische Regel: alles zu ihrer Zeit. Diesen Satz, den Gerda Weiler da aufgestellt hat, finde ich persönlich sehr spannend, weil die Menschen ja die Natur ganz doll erforscht haben, also ganz genau beobachtet haben. Also es ist nicht ein Erforschen, wie wir das kennen. Oh, ich nehme das mal auseinander, ich reiße das mal in viele Teile, dann werde ich es schon verstehen. Aber die Menschen haben sich ja als einen Teil des Ganzen erlebt, als ein Teil der Natur, als ein Teil der Welt. So, also sie haben durchaus geguckt, was passiert am Himmel. Es gab sehr früh schon die Astronomie. Sie haben geguckt, was passiert um mich herum im Tier- und Pflanzenreich. Und all das, was sie da wahrgenommen haben, da haben sie halt ihre Schlüsse draus gezogen für ihr eigenes Verhalten in diesem großen Ganzen. Das ist wirklich eine sehr, sehr andere Haltung, wie ihr merkt. In der Bibel heißt es ja irgendwie, dass der Mensch die Erde beherrschen soll, sie sich untertan machen soll. Und das ist ja ganz gruselig. Das sehen wir ja auch, dass es nicht funktioniert. So, hier geht es weiter mit dem 6. Grundsatz bzw. der 6. matriarchalen These. Und zwar: Liebe bedeutet für matriarchales Bewusstsein die schöpferische Lebenskraft. Ich liebe Mutter Erde mit all meinen Sinnen, kosmoerotisch. Ich muss dazu mal, zu der Karte muss ich mal einen Ausflug machen, weil also Liebe bedeutet für matriarchales Bewusstsein die schöpferische Lebenskraft. Es ist ja so, dass in der Forschung der größte Teil unseres Universums lässt sich weder messen, noch beschreiben, noch irgendwas. Diese Nullstellen, diese Leerräume, die gibt es ja überall. Die gibt es im Kosmos, die gibt es aber auch im Atom. Da ist überall ganz viel Nichts. Professor Mike Hosang, der hat vorgeschlagen, diese Energie als die Energie Liebe zu bezeichnen. Und das, finde ich, korrespondiert ganz schön mit dieser These: Liebe bedeutet die schöpferische Lebenskraft. Ja. Der größte Teil unseres Universums besteht aus diesen Nullstellen. Und ich finde das einen ganz, ganz schönen Vorschlag, das einfach als Energie Liebe zu bezeichnen, weil uns das natürlich auch hilft bei einem anderen Selbstverständnis, bei einem anderen Blick auf uns selbst. Wenn wir irgendwie sagen, naja, da ist halt so ein Grundrauschen, da kann kein Mensch was mit anfangen. Wenn wir sagen, wir bestehen zum Großteil aus Liebe, dann bedeutet das was dafür, wie wir als Menschen glauben, leben zu können. So, jetzt kommen wir nämlich zu 7.
Tod bedeutet im matriarchalen Sinn eine andere Daseinsform des irdischen Lebens. Tod bedeutet im matriarchalen Sinn eine andere Daseinsform des irdischen Lebens. Tod bedeutet Heimkehr zum großen Ganzen, steht jetzt hier auf dieser Karte darunter. Also ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass es eigentlich auch egal ist, wo man da einsetzt, so, ja. Also wenn ich lebe, dann werde ich sterben. Und wenn ich tot bin, dann werde ich wieder leben. In welcher Form auch immer. Aber es ist nie irgendwas einfach ganz verloren. Es geht ja weiter. Und wenn das jetzt so, also wenn man es jetzt ganz materiell einfach nur sehen möchte, dann ist es ja so, dass mein Körper halt dann irgendwie vermodert und dass sich da Würmer und Käfer von nähren. Und dass ich also auf die Art und Weise zu einem Teil werde, zu einem Teil der Würmer, der Käfer, zu einem Teil der Pflanzen, die ihre Wurzeln in meinen zerfaulenden Leib hinabsenken, um die Nährstoffe zu ziehen. Und ja, auf die Art und Weise habe ich ja dann ein Leben in den Tieren, in den Pflanzen. Also die Materie, die ich mal war, wandelt sich. Ihr wisst ja aber auch, wir haben da ja, mehrmals habe ich das ja hier schon erwähnt, dass also der Wiedergeburtsglaube ganz stark war, also in diesen früheren Gesellschaften. Das sah man in der Natur, etwas vergeht und etwas kommt dann wieder. Der Tod ist nur eine andere Daseinsform des irdischen Lebens. Man kann sich auch jede dieser Karten mal einzeln irgendwie nehmen und da wirklich mal über diesen Sätzen meditieren. Das bringt auch total was. Und falls ihr dabei so richtig tolle Ideen habt oder auch so halbgute Ideen oder falls ihr in dem Moment denkt, ey, ich weiß gar nicht, was soll ich denn davon halten, was ich jetzt gedacht habe, schreibt mir gerne. Lasst uns da doch mal irgendwie drüber reden. Ich blende euch jetzt hier mal wieder meine E-Mail-Adresse ein und die könnt ihr gerne nutzen, um mir Anregungen zu schicken, um mir Kritik zu schicken, um ja, mir zum Beispiel auch eure Gedanken und Ideen und Gefühle rund um diese matriarchalen Thesen zu schicken. Also ich freue mich, wenn ihr da in Kontakt tretet. Wir kommen zu der letzten Karte, weil die These Nummer 8 ist, die matriarchale Gesellschaften bedürfen keiner Gesetzgebung. Welche Weisheitsregel, die sich von selbst versteht, befolge ich heute? Und da möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch mal kurz was zu vorlesen, weil also es ist von einigen Forscherinnen herausgefunden worden, dass matriarchale Gesellschaften keine Gesetzgebung hatten und man wundert sich, wieso die so gut funktionierten. Sie ordneten ihre sozialen und mitmenschlichen Verhältnisse aufgrund einer innewohnenden Ordnung, die sich von selbst verstand. Beschreiben Sie das hier für das alte Israel. Und dann geht es weiter. Also diese innere Ordnung, die von der Natur gesprochen wird, hat durchaus die Aussagekraft, um eine ganze Gesellschaft zu regeln. Eigentlich richten sich Gesetze immer auch gegen diese Naturordnung. Und das ist ein unglaublicher Satz eigentlich, wenn man sich das mal wirklich überlegt. Gesetze regeln sich immer gegen diese Naturordnung. Sonst wäre es nämlich ganz selbstverständlich. Sonst bräuchten wir das Gesetz gar nicht. Wenn wir uns bewusst sind, dass wir eigentlich zu einem Großteil aus Liebe bestehen. Wenn wir also unser Umfeld, unsere Umgebung irgendwie, unsere Mitwelt beobachten, uns anpassen. Ja, gemäß der kosmischen Ordnung leben, dann sind Gesetze vollkommen überflüssig. Und dass wir Gesetze brauchen, ist letztlich ein Armutszeugnis für uns alle. Und wenn jetzt einer sagt, ja, aber wir sind ja so viele und so, wir sind zu viele, ist richtig. Und wir sind auch als Gesellschaft viel zu groß, viel zu weit gefasst. Gesellschaft funktioniert auch wesentlich besser, wenn das kleinere Gruppierungen sind. Es sollte niemals so groß sein, dass basisdemokratische Entscheidungen gar nicht mehr möglich sind. Ja, also heutzutage ist es ja für viele Menschen ein Problem, dass sie sich überhaupt nicht mehr eingebunden fühlen in die Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden. Es ist halt auch schwierig tatsächlich, wenn das diese Ausmaße hat, Gesellschaft diese Ausmaße hat, wenn es um ein Dorf geht, um eine Region geht. Das sind
das sind die Größenordnungen, die noch ein menschliches Maß haben. Das war jetzt nochmal ein ganz kurzer Ausflug. So, und damit kommen wir jetzt hier aber auch zum Ende. Sei laut und sei leise, sei Schatten und Licht, sei albern und weise und fürchte dich nicht. Holla.